Hallihallo! Willkommen zur ersten größeren Tour im Jahr 2026. Diesmal geht's für mich nach Südfrankreich und ich kann euch schon sagen, auf dieser Reise gab's jede Menge Wow-Momente. Hier überquere ich den Rhein bei Breisach und rolle hinein ins Ursprungsland von Croissants und Baguettes. Hier blende ich euch auch nochmal die groben Stationen ein, die ich mir für diese Tour vorgenommen habe. Vom Doubs über den französischen Jura, weiter in den Vercors, die Ardèche, die Cevennen, den Luberon und später 3 entspannte Tage an der Küste bei Le Lavandou. Insgesamt waren das am Ende rund 3200 Kilometer Fahrspaß pur. In dieser ersten Episode geht es bis in den Vercors über den Parc Régional du Doubs oder wie ich immer sage, das Doubstal. Für die Vorbereitung kann ich übrigens die Facebook-Gruppe Moped Hotel und die Webseite Route Grande Alpe empfehlen. Die Links findet ihr in der Beschreibung. Willkommen im Doubstal. Das Doubstal liegt im Juragebirge. Ich war hier schon öfter unterwegs und freue mich jedes Mal, wenn ich wieder herkomme. Die Mischung aus Hochebene, Wald und dem Flusstal ist unglaublich abwechslungsreich. Perfekt zum Motorradfahren. Ist kaum zu glauben, aber vor Millionen von Jahren lag hier ein tropisches Meer, das riesige Mengen an Kalkstein hinterlassen hat. Hinter Morteau beginnt am Doubs die Rue de la Grotte. Entlang dieser Strecke kann man viele Höhlen besuchen, die über die Jahrtausende ins Karstgestein gewaschen wurden. Hier rechts ist eine kleine Höhle, in die im 17. Jahrhundert tatsächlich eine kleine Kirche hineingebaut wurde. Leider war sie heute geschlossen. Das Tagesziel war Pontarlier für die erste Übernachtung und das erste Rollbier. Der Start in Pontarlier war heute Morgen etwas holprig. Obwohl die Stadt gar nicht klein ist, gibt es erstaunlich wenige Tankstellen und nur die beim Intermarché hat überhaupt noch Benzin. Diesel gab's überall, aber eben kein Benzin. Also stand ich fast eine Stunde in der Schlange, bevor ich endlich in Richtung Vercors aufbrechen konnte. Über den Haute Jura geht es weiter zur Walzerhöhe und anschließend hinunter zur Rhône, zur Barrage du Genisiat, einem großen Stauwehr, das hier Strom erzeugt. Von dort folge ich der Rhône flussabwärts bis zum Lac du Bourget. Und hier lege ich meinen ersten Zwischenstopp für heute ein. Bienvenue à la Baie Royale d'Hautecombe. Und entschuldigt meine schlechte französische Aussprache. Direkt am Ufer des Lac du Bourget liegt dieses Kloster und die Location ist wirklich ein absoluter Traum. Früher war die Abtei ein Zisterzienser und später Benediktinerkloster und gleichzeitig sowas wie ein privater Promi-Friedhof der Könige von Savoyen. Zwischendurch im frühen 19. Jahrhundert wurde das Ganze sogar als Porzellanfabrik genutzt. Also eine ziemlich ungewöhnliche Geschichte für so einen Ort an so einem schönen Platz. Weiter geht's in Richtung Vercors, über den Col du Granier. Und jetzt kommt der erste Wow-Moment auf dieser Tour. Der Mont Granier ist wahrscheinlich der dramatischste Berg im ganzen Chartreuse-Massiv. Seine fast 900 Meter hohe senkrechte Nordwand sieht aus, als hätte jemand einfach ein Stück aus dem Berg herausgeschnitten. Im Mittelalter ereignete sich hier der größte bekannte Bergsturz Europas. Eine gigantische Felslawine hat damals ganze Dörfer unter sich begraben. Und der Mont Granier schläft bis heute nicht. Erst vor wenigen Jahren sind wieder riesige Felsmassen abgebrochen. Deshalb wird der Berg inzwischen rund um die Uhr mit Hightech überwacht. Wer hier wandern oder sogar klettern möchte, sollte die Sperrzonen am Fuß der Steilwand wirklich ernst nehmen. Im Chartreuse-Massiv bekomme ich schon einen ersten Vorgeschmack auf den Vercors. Die ersten Felstunnel und Balkonstraßen tauchen hier in den Canyons bereits auf. Genau die Art von Straßen, auf die ich mich immer wieder freue. Von hier geht's hinunter zur Isère, dem Fluss, der auch durch Grenoble fließt.
Am Rand des Vercors folge ich noch ein Stück dem Flusstal. Mein Ziel für heute ist Chorange, mitten in der Gorge de la Borne. Die Hauptstraße unten am Fluss war über mehrere Kilometer komplett gesperrt. Das Navi hatte zwar eine Umleitung parat, aber die war ebenfalls dicht. Also hieß es improvisieren. Ein paar Jungs schraubten gerade an einem Auto herum, offenbar war dort das Federbein gebrochen. Die hatten eine Ausweichroute über Feldwege direkt am Fluss genommen und meinten, mit meinem Motorrad käme ich da problemlos durch. Wie ihr seht, war es am Ende gar nicht so wild. Ein paar Schlaglöcher waren zwar richtig tief und mit dem Auto wäre das grenzwertig gewesen, wie die Jungs auch festgestellt haben, aber als Umleitung mit einer kleinen Schotterpassage einfach perfekt. Und da liegt er vor mir, der Vercors in seiner ganzen Pracht. Ein wirklich beeindruckendes Panorama, besonders von der Isère aus gesehen. Jetzt geht's hinein in die Gorge de la Borne, zu meinem heutigen Quartier. Angekommen in Chorange. Meine Unterkunft ist das Hotel Le Chochan. Einfache Zimmer, super nette Leute und ein richtig gutes Restaurant. Hier bleibe ich 2 Nächte, denn morgen möchte ich einen ganzen Tag lang durch den Vercors streifen. Das seht ihr dann im nächsten Video. Durch die Weinreben hindurch sieht man das Massiv auf der gegenüberliegenden Seite der Schlucht und allein dieser Blick am Abend ist mein dritter Wow-Moment heute.